Und willkommen zurück. Heute wieder mal ein bisschen ein anderer Content hier auf YouTube. Wir reagieren auf das Power Management in 3.24.2. Der Patch sollte doch diese Woche live gehen, denn die CitizenCon steht vor der Tür. Sie testet jetzt noch ein riesen Live-Event, Safe Standen. Das ist sowas wie Mission Overdrive. Bei dieser Mission Overdrive gibt es wieder mehrere Missionsziele. Einmal so einen Außenposten angreifen und halten und dann wieder Schiffe abschießen und die Cargo retten und so weiter. Ist sehr, sehr verpackt. Ich glaube, das werden es noch ausbügeln und dann wird der 3.24.2 Patch wohl live gehen diese Woche. Aber es hat sich ja viel geändert. Das Kräftedreieck gibt es ja nicht mehr so mit den MFDs. Und da schauen wir uns jetzt an, wie das jetzt momentan gelöst ist. Hier beim guten alten Captin Foxloxy. Link unten in der Description. Macht ganz gute Erforschungsvideos, so wie ich sie eigentlich machen sollte. Aber ich bin leider zeitlich blöd angebunden, was das betrifft. Wir schalten uns Untertitel ein, Englisch und los geht's. Happy Monday, everyone. This is going to be a busy week for Star Citizen with CitizenCon at the week's end. CitizenCon. Patch 3.24.2 will most likely go to live between now Schenkt dem Untertitel nicht so viel three Beachtung. quick tips to prepare for a new patch drop before we get into the content of this video. Number one, very important. If you have in-game purchase ships, be sure to claim them. If they are destroyed or Genau, also neuer Patch geht live, schaut, dass eure Schiffe wieder im Hangar geclaimed sind, sonst sind sie vielleicht weg, wie es bei jedem Patch so sein kann. in an unknown condition, make sure they are claimed in your hangar. Doesn't matter which hangar, as long as you claim them, make sure they are ready to retrieve. If you have some in-game purchase ships that you have never used it in this patch, it's best to retrieve them and store them at least once. This way, it will reduce some of the chances of losing your in-game purchase ships when the new patch drops. Number two, if you have played 3.24.2 PTU and have your new keybind set, and here is how you can save it, and when the live patch drops, you can transfer it to your live patch. So hit escape, go to option. Ja, das wissen wir. Keybindings unten könnt ihr die rausschreiben und importieren, bla bla bla. And then click bind it in the Client Mappings, dort ist so I have two, Tasty and Test 1. You and then time. The next tip, if you want to, but I seldom do this, which is to delete your shader folder. Der Shader Folder, endlich sehen wir, wo der Shader Folder ist. Er ist in Local App da drin in Star Citizen. This is the root location for your shader folder. I'm gonna post this under the description of this video, so you can just copy paste it. So basically, you hit Windows Start, and then just delete everything in here. Everything. Okay, that's all for the tips. Now, let's move on to today's topic, which is the power management. So first of all, this is the old power management system. Okay, which links is unten in das the alte Power PU. Management. So in this power triangle, you have weapon, engine, and shield. Whichever function you give power to, it will draw power from the other two functions. So wie es momentan I'm giving funktioniert. full power to weapon, and my shield and my thruster has 0 power. Or you can take all power from engine and evenly divide them to your weapon or your shield. Or you can momentan haben sich ja die ganzen PvP-Spieler das auf den Joystick gelegt, so wie ich mir, zack, alles reinballern mit maximaler Waffenenergie, wegfliegen, Schilde aufladen, ich muss schnell weg, alles auf die Thruster und so weiter. Da hat man viel zu tun gehabt eigentlich. Das soll jetzt ein bisschen wegfallen. Bin ich mal gespannt, wie es aussieht. Zum Beispiel habe ich bei meiner Inferno, weil ich keine Energie auf die Waffen brauche, weil ich keine Energiewaffen habe, sondern die Gatling, habe ich zum Beispiel die ganze Energie hier unten rechts auf die Schilde gegeben und ein bisschen auf den Booster, ungefähr hier, wo die Maus jetzt ist. Ja. Aber für den Anfang reicht es, wenn man es in der Mitte gelassen hat. You put the power center on, all these three numbers add together is always 100%. And you can set some very easy keybind to manage that, especially during combat.
In the new power management Haha, jetzt wird's system, I interessant. remember in the beginning of the 3.24. Neues Power Management ist hier unten rechts zu sehen. Jedes Power Plant, also JS400 und was weiß ich, bringt jetzt eine gewisse Anzahl an Lego-Blöcken mit, die ihr hier seht. Zum Beispiel das JS400 hat zum Beispiel 30 Blöcke und die könnt ihr dann jetzt verteilen auf Schilde, Waffen und Live-Support und was weiß ich was alles. Ne? Sind hier die ganzen Spalten. Es gibt eine Standardeinstellung, so kommt es daher. Aber wie gesagt, für Gatling braucht man vielleicht keine Energie oder nicht so viel wie für einen Laser-Repeater und deshalb da die Blöcke wegnehmen und die Blöcke mehr in die Schilde reingeben oder so. Schauen wir uns an, wie das läuft. Patch. The power management is a mess, but I think CAG listened to our opinions and they did something. As of right now, this current PTU patch, the power management here is very similar to the power triangle that we are using in the current PU. Okay. Let me demonstrate it. But before we do that, let's set some keybinds first. I'm gonna set 3 easy keybinds. And I'm going to use the arrow keys. First is engine increase. I'm gonna use the up arrow. And then engine set to max. Also, Hold. I'm gonna use up arrow. So basically you tap is to increase 1 bar and you hold is to set it to max. So that's engine and shield. I'm gonna use the right arrow mal die to Joystick-Basis increase, machen. hold right arrow to set it to max. Auch keine schlechte And then Idee. Ich habe es halt immer auf dem Daumenstick gehabt und dort werde ich es wieder aufsetzen, aber genau diese Keybinds, die wir hier sehen, werde ich auf den Daumenstick, auf den mittleren legen, glaube ich. Weapon, left arrow to increase and hold left arrow to set it to max. Max, okay. And the down arrow is to reset. Reset so basically, Assignments Reset Assignments gibt es auch wieder, dass man wieder auf neutral ist. As what we use in Elite Dangerous. Now, let's take a look. If I'm giving full power to my shield by holding the right arrow. Ja. Zack, Now, alle Lego-Blöcke haben sich auf die Schilde manually verschoben. Okay, verschoben. Bring down the power from my engine and my guns. It's automatically assigned by holding the right arrow. So CAG did something that's very similar to our old power triangle. So now let's reset. I'm gonna give full power to engine, which is up arrow. Now you can see it's drawing power automatically from shield. Ein bisschen Shield, ein bisschen Waffen and und giving hier. full power Cool. to my engine. Ja. Reset. Passt, oder? Now Reset, I'm alle gonna give wieder full power resettet. to my weapon. Left arrow. Now you can see it's automatically drawing. Weapons werde ich mir auf die rechte Seite legen, weil man immer rechts hier die Waffenanzeige gehabt hat, aber hier ganz. Power from Na, my das ist shield links. and my Ach, ich kenn engine das. and giving full power to my weapon. However, there is a problem. I still want some power on my engine or my shield. By giving full power to my weapon, I have extra 6 pips of power that I don't need. So I don't know what's going on here. Because if I give full power to my shield, you can see I don't have any 0 von extra power 30. left. It's 0 Das out sind of eben die 30. Lego-Blöcke, ne, was ich gesagt habe. Da hat er alle Lego-Blöcke rein in die Schilde verschoben, aber wenn I give das full power to my engine. Engine geht 0 auch, out of 0 30. von I still have 30. power for my guns and still have power for my shield. But when I give full power to my weapon, it's Zack, got bleiben 6 übrig. Ne? Vielleicht ein bisschen Schilde und ein bisschen Engine. extra 6 units Ist noch nicht of ganz power left. ausgereift. So I have to manually assign it to my engine. 1 bar, 2, 3, 4, 5. So this is something we need to pay attention to. I don't know if it's just this ship or it's similar situation as Ja, das with müssen wir other testen ships. auf die Because verschiedenen Schiffe. especially during combat, if you give full power to your weapon and then you have extra power left, but you need those power for your engines or your Shields shield, vielleicht? but Ja. they're just extra power sitting there doing nothing, and it will give you a disadvantage in combat. So that's the first point I want to make. The new power management is very similar to the power triangle in the old system now, thanks to
CIG is tweaking, but when you Es give ist noch full nicht power to ausgereift. weapon, you need to be careful with this. Mhm. You still need to manually manage the rest of the 6 units of power, at least for this ship. So until now, this is a very simple power management system with only 4 keybinds that you need to set. But if you want to get to more detailed, then you would have to set more keybinds for it. Ja, So genau. let's check out the Zum detailed Beispiel power management. Shield einen Block runter und Engines einen Block rauf. Du musst den Shield mit einer Taste runterschalten und die Engines mit einer Taste rauf wahrscheinlich, ne? It's getting a little complicated, even for me. Complicated. But I'm trying to make it as clear as possible. So let's start with the weapon power first. Look at my weapon capacitor here. If I give full power to weapon, this is an A2 Hercules. So I'm using 15. M7A cannon. So size 5 M7A cannon. 15 rounds. Okay, I'm gonna lower my weapon with 1 pip. 1 pip lowered. Now it's 14. Lower another one. Ja, ich sehe die 14 It's 12. nicht. Lower another one. It's 10. Oben Lower links hier. another one. It's 9. Another one 7. Another one 6. Another one 5. Another one 3. Another one just 1. Okay, back to full power to weapon. Now I'm going to fire my weapons. All of them. Watch the recharge time for my weapon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Really fast. 3 pips to my weapon. Now I fired all my guns. Now look at the recharging time. 0 to 1, 1 2, to 3. 3 to 4 Aha. to 5. Very slow. So the amount of power you give to your weapon will greatly influence how many rounds you can fire and the charge rate of your laser weapons. Now let's check out the shield. So this is my shield display here. I'm gonna give full power to my shield. Now I'm gonna turn my shield off and turn my shield on. Shields on. Check the recharging time. Ah, 12, unten in 13, der 14, Mitte. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und 100%. 100 for each side, so total we have 400. Now it's charging pretty fast. Withdraw all Ja, power okay, from das shield. ist klar. 6 power recharges when you don't have enough power for your shield. Of course, let's check out the engines. Engines, okay. Okay, so I just give full power to my engine. Engines, ja. Now I'm gonna Volle use Power. all my boost. So the number right here is the boost amount. Boah, das ist so unübersichtlich, das neue Hard, oder? Okay, my boost is 0%. Now it's charging. Okay, Ist hier pretty quick. ist der ganze Boost, ja. 19, 20, 21. Ich meine, das kann man sich alles selbst natürlich zusammenbauen, gell? Die ganzen MFDs hier und links oben und rechts oben das Display. 23. Now, if I draw all the power away from my engine, all of a sudden my Ja, da boost geht der Balken charging viel slows langsamer down a lot. rauf. Again, this is nothing new, but I just want to include it. Jetzt in schauen wir this uns noch die video, in Keybindings case an if für you're die new Details to the power wahrscheinlich. management system. So based on this, we're gonna be managing our power pip by pip. So for example, I'm lowering my weapon pip by pip. Pip bei Pip. So you can see I'm lowering pip by pip. Aber bestimmt sieht man die Hälfte nicht in den meisten Schiffen. Die 100er Serie hat links 2 und rechts und die man nicht sieht, ohne hinzuschauen. Ja, ist bei meisten Schiffen so, ja. Aber ich glaube, du kannst es dir halt dann so einstellen, Havoc. Die, was du siehst, stellst du auf das ein, was du brauchst. Ne? Und du kannst dir dann hier irgendwo, gibt es hier dann die Option nicht im Power Management, sondern kannst du hier rechts klicken. Und dann kannst du dir die Display-Huts, das ist dir direkt auf den Helm projiziert, einstellen. Also zum Beispiel kannst du hier oben den Self-Status und hier oben den Target-Status geben beim Kampf am wichtigsten. Oder du gibst hier oben den Scanning-Screen hin, weil das Scanning wird jetzt nur mal hier gezeigt, ne, in den MFDs.
Und das kannst du dir dann selbst zusammenbauen. Soll auch gespeichert werden, bis du das Schiff claimst. Dann musst du das Ganze wieder neu einstellen. Also jedes Mal. Okay, my boost engine by certain amount, or my shield by certain amount. Pip by pip. Pip by pip. Of Pip. course, during combat, Lego this Block is oder not Lego a Block. preferable way to do it. However, Ja, during genau. Und combat, das Powerplant, was ihr reinkauft, das Schiff, entscheidet über diese 30. Das JS 400 hat zum Beispiel 40 und das Stealth Powerplant hat wahrscheinlich nur 25 oder so, ne? combat, if Steinchen you want zum to Vergeben. increase certain power, pip by pip, it will automatically allocate it. For example, I want to increase 1 pip of my engine. 1 pip. So it will draw power 1 pip from my shield and then give it to my engine automatically. Das 1 keybind. geht halt von der Standardeinstellung weg. Now it draws 1 pip from my weapon and give it to my engine. Aha, Okay, increase another engine. wieder It Schild. reduced my shield more. Und jetzt And wieder then Waffe, one oder? more, it reduced my weapon more. But if I want to reduce my engine power, it will not Dann geht's, automatically allocate. dann those geht's in den reduced Speicher bits rein. Also der Reset-Button ist ganz wichtig anscheinend. Ne? Reset und alles sind wieder in Standardeinstellungen. to other systems. So in summary of this video, there are 2 types of keybinds you can set for the new power management Ja, das system. ist drinnen One und is da. a simple way, Flight 4 keybind Power. system. And don't forget to set the same keybind for increasing a certain power and set it to max. Genau das So werde ich these so two machen, ja. can be the same keybind. Tap it to increase 1 pip, hold it to set it to max. And the next keybind system is the more complex ones. Ah, So das I wäre set gar nicht belegen. to my joystick. Increase, Decrease. Ja, das Decreasen, dann geht's halt in den Speicher rein. Gell? Das werde ich mir gar nicht belegen, glaube ich. Das mache ich mit der Tastatur notfalls sogar mit der Maus. And I used 7 keybinds. So for example, the engine. 1 keybind to Die increase. Frage ist, ich habe ja gehört, dass die Standardeinstellung recht gebalanced und gut sein soll fürs normale Fliegen, ja. Und das Reset, Max Shields und Max Weapons und so weiter, das wird ja wohl fürs Kämpfen bei mir reichen, sage ich mal. Engine power and the same keybind to set it to max. That's keybind number 1. Keybind number 2 Ja, is Keybinds. keybind total. So during combat, it is best to use the simple keybind system. Genau. One button to set everything to max. But pay attention to when you give full power to Ja. weapon, Genau. just sitting in your capacitor without allocating them automatically. So that's it. Ah, If da you werden wir have uns spielen. confused enough by now, then I have done my job confusing you. Thanks Na, hat uns nicht confused. for watching. See you guys in the next one. Danke, lieber Captain Foxloxy. Link unten in der Description, macht immer Testing-Videos auf Englisch und ich sage danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Jetzt wissen wir, wie es Power-Management geht. Ziemlich gleich bis Triangle, Triangle. Vielleicht ein bisschen anders, aber wir gehen in die richtige Richtung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Steinchen.